Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sherlock Holmes Crimes and Punishments. ZonGoQ und ich sind wieder am Start. Wir wollen den dritten Fall hier lösen und gucken, wer hier der Mörder ist oder Kapitalverbrecher oder wie auch immer. Naja, der Titel gefällt mir schon gut. Das heißt das Blutbad. Das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Und ja, schauen wir mal. Drücken wir auf Fortfahren. Holmes, what happened? I feel deathly. And you look it. Let me examine you. Please don't tell me that you've returned to your old habits. Okay, was ist die alte Angewohnheit? Saufen? Wahrscheinlich, ne? The temperature appears to be normal. Okay. War da nicht noch irgendwas im Kopf? Ne. Doch. Da im Auge. The pupil is dilated. I need to concentrate and count the heartbeats. Start, ehrlich, stopp. I need to concentrate and count the heartbeats. Also muss ich jetzt auch noch... Musst du da mal drücken? Ja. A weak pulse, around 50 beats per minute. But you're dying, Holmes. Your pulse rate is dropping. We need to get you to the hospital immediately. The antidote. Give it to me. The antidote? You mean that you're poisoned? Now. Hat sich doch Please. wieder selbst vergiftet, um irgendwas zu testen. ey. Don't tell me that you did this to yourself. Hemlock and datura. I was compelled to. Holmes, imagine if I'd not returned home when I did. What might have happened? I knew that you would. Mr. Holmes, Inspector Lestrade is here to see you. Mr. Holmes is unable to see anyone at the moment. He is unwell. Zack, Good da day, steht er wieder. Inspector. Ah, Mr. Holmes. I'm glad to find you here. I need your help. This is a strange one. We have brought in two young bankers from the city, sons of lords, members of the chamber, and so on and so forth. They were found stranded in a rowing boat that was drifting on the Thames. A romantic escapade with an unhappy ending, Lestrade. What? Well, yes, they were both in the buff, but... what? As I said, And they were tied together. you are lacking in imagination, Inspector. Well, no, I'm not. Anyway, there was a banner flapping about in the boat with the RMS Oceanic printed on it and signed by the Merry Men. The Oceanic. Isn't that the largest steamer ever built? Yes, and these two young banker chaps are sons of the owners of the White Star Line, the company that built it. There are rumours of corruption. I'm not interested in politics, Lestrade. I'll keep it then. Here's another one that's a bit more complex and maybe to your liking. It's a murder, but we're unable to find any weapon. We haven't touched anything. It's at the Roman Baths in Strand Lane. A murder, a vanishing weapon, the Roman baths. That's for us. Watson, fetch your hat. Vor allem wieder wie so ein Steh-auf-Männchen, auf einmal da hinter Watson stand. Kling. Was ist los? Gut, gucken wir mal Okay. kurz hier unser schlaues Buch durch. Okay, wurde. Den Schwarzen Peter, das Rätsel auf den Gleisen. So, was haben wir da? Die Harpune. Die Harpune hatten wir als Souvenir und hier die Dampfpfeife. Souvenirs. Und das ist unsere aktuelle Aufgabe. Treffen sich mit Lestrade in den Thermen von Strand Lane. Ja, dann würde ich sagen. Machen wir das doch mal. Auf in die Thermen. Badehose einpacken, ab dafür. Schauen wir mal, was so abgeht.
Ja, ich bin echt mal gespannt, was hier der Fall am Stissel bringt. Naja. Beautiful place. With a dreadful murder. The body of Sir Rodney Bentcliffe is still in the steam room. It has not been touched, per your usual instructions, Mr. Holmes. I shall be waiting for you here, but please hurry. Are you able to identify the men who were with the victim in the steam room? Yes. The manager of the bath, Gregory Pitkin, a lad from the city council, Garrow, and an archaeologist by the name of Blinkhorn. I think the plump one, Garrow, did it. He doesn't seem right in the head. Well, we shall see. You found no murder weapon? No, and that's why I called you. All three witnesses and the victim were locked in when the murder occurred, and they remained so until we got here. We even had to pick the lock to enter. I see. Was there anyone else here, apart from those gentlemen in the steam room? Yes, a Mr. Phillips. He was the one who called the police. He will be able to give you more details. Okay, Tatort und Termen untersuchen. Ja, mal gucken, ne, was wir hier so finden. Das ist der Typ, von dem wir noch Details bekommen haben. Hier, Mr. Phillips. Mr. Phillips, Mr. Good day to you, Mr. Phillips. My name is Sherlock Holmes, and this is my colleague, Dr. Watson. Would you be so kind as to answer our questions? Certainly, sir. Please tell us the chain of events from the start of your day. Everything that you can remember. The slightest detail may be of importance. Very well, sir. I came in at 6:30 Verdammt, wir this hätten den morning, erst untersuchen sollen, and ne? I Falls er opened the jetzt lügt baths. oder was. I made sure that the room was clean, and I prepared the towels. The brazier was still burning. There was a fire burning all night. Yes, Sir Gregory ordered me to light the brazier yesterday. It takes some time until the room is fully heated. The gentlemen had a meeting at 9 o'clock this morning. I wanted everything to be perfect. They'd been in the steam room for 20 minutes when I suddenly heard shouting. I ran to the door, but it was closed. I couldn't open it. So I ran out to the street to call for the police. One constable came up, and then there were others, and they picked the lock. Then Inspector Lestrade came along, and he told us that nothing should be touched. Checken wir den erstmal ab. Ja. Leichter Fall. Gestärkte irgendwas? Was? Kragen, gestärkter Kragen. Ah, okay. Da, Flecken. Ah, ne, Kannst du mit Knöpfe. Manchester City. Ah, was haben wir da? Heute aufgegebenes Telegramm. Komm, die Hände sind doch immer verdächtig, oder? Irgendwas fehlt noch. Da, am Ohr. Schnittwunde. Oh, Alter. Schneidet sich die Haare selbst, lebt allein. Okay. Did you receive any other visitors this morning? No one. Until these gentlemen arrived. Sir Gregory was the first. And then, while we were discussing work details, Sir Rodney and Mr. Blinkhorn arrived, and Mr. Garrow followed. What happened after that? I waited until they'd all entered the steam room, then I returned to the hall. The changing room door was open, so I should hear if they needed anything. You would have heard if someone had entered or left the steam room. Certainly, sir. These doors make a lot of noise. Okay. Verdächtig, verdächtig. Türen machen also laute Geräusche. Welche Tür nehmen wir denn? So, schau mal. Was steht da? Steht da? Achso, wie ging das nochmal mit Frigidarien. Perspektive?
Das kannst du untersuchen, ne? Ach nee, Dreieck war es nicht. Hm. Wie bin ich denn nochmal in die... L1, R1 oder was? Ne, das sind diese Blicke. L1, R1. Ah, hier, Kreis. Frigidarium. Abgeleitet von Frigide? Man weiß es nicht. Are the steam rooms on the other side, Mr. Holmes? Are the steam rooms on the other side, Mr. Holmes? Ja, okay. Auf der anderen Seite. Also gegenüber wahrscheinlich. Ach so. Ich dachte auf der anderen Seite der Tür. Nein, da wollen wir auch nicht hin. Das scheint der Ausgang zu sein. Ah, was steht da? Man weiß es nicht. Ah ja. Tada! Tada. So, Schick guck hier, dich, ne? guck dich mal ein bisschen um, dass ich mal ein schönes Screenshot machen kann. Du immer hier, ey. Ja, muss man ja so, mal hier, machen. da, mach dein Bild. So, toll, ne? Zack. Nice. Hast du? Weiter geht's. Ich hab keine Einblendung. Ja, ich hab die Einblendung ausgemacht. So, dann kontrollier mal da die Kleidung. Ja, aber hier war direkt, bevor du mich mit deinem unnötigen Bild da abgelenkt hast, dachte ich eigentlich, die Amphore hätte irgendwie noch eine... Hier wird schon wieder angezeigt, dass das SharePlay schlechte Verbindung hat. These Oh, clothes schon wieder belong was. to one of the suspects from the steam room. Clothes belonging to one of the suspects. Das haben wir aber komischerweise immer am Wochenende, ne? Wenn das Expensive clothes belonging to one of the men from the steam room. so schlecht ist. Oha, hier wurde richtig Shampoos reingeballert. Champagne for a special occasion. Okay, was ist da abgegangen? An ice bucket to keep the champagne chilled. Guck mal Ich oben bin an dem... raus. Oh, echt jetzt? Okay, ich hol dich wieder rein, Moment. So, dann... Das wird nur untersucht, das wird nur untersucht. Na, da der Kocken. Unopened. It was intended to be enjoyed after the steam session. Das mit dem SharePlay ist echt dumm, aber gut, egal. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Oha, was ist denn hier los? Good Lord, Holmes. Ah, death with a peculiarly Roman piquancy. Like the one you almost had an hour ago. Let us forget about that. Okay, dann wollen wir mal die Leiche untersuchen. Gesicht. There was only one hit from the weapon. It pierced the right eye straight through to the brain. Death would have been instantaneous. Alter. Ziemlich brutal die Nummer, ne? The wound should not have bled so profusely. This pool is rather large. Okay. Some dirt or earth. I'll take a sample. Aha, eine Probe. Ah, da müssen wir bestimmt nachher wieder an den Tisch Look, gehen. Watson. He was wearing a ring. He very likely removed it before the steam session. Ja, war doch noch was, ne? Well, death is very recent. Between 30 minutes to 1 hour ago. Aha. Also I noch think gar we have nicht so found lang. all that we can here, taking into consideration the abysmal lighting. Constable, we have finished with the body. We don't have many leads here. What concerns me is that we still have to find the murder weapon. Mr. Holmes? Please have the body removed without disturbing anything else in the room. All right, Mr. Holmes. I was wondering, Holmes, it's fairly reckless to carry out a murder inside a closed chamber. Why do you suppose they did it? There are a great many possibilities. The murderer was in a hurry, or he is an artist, or a ghost, or he wanted to ensure that I'd be brought in on the case. Probably the latter.
You are ridiculous. Do you know that? Okay. I should check this blood sample at Baker Street. Was, sehe ich da nicht die Tatwaffe? Das ist doch irgendwas Spitzes da, oder? Ja, ne? Sieht zumindest so aus. Ah, Ja. doch, ne, ein Schlüssel. Ein Schlüssel. This key was covered in blood. I should ask Phillips about it. Okay. Was gibt's hier noch? Oder gibt's hier überhaupt noch irgendwas? Ja, die Verdächtigen, ne? Und die beiden Gibt's noch für- Halbnackten, die da hinten stehen, was? 3, glaube ich, waren es. Ah, hier, Brille. Aha. One lens is cracked, probably due to the temperature of the brazier. These lenses are for myopia. The wearer is short-sighted. Bei der Kohle könnte es auch noch was, ja genau. The brazier is still burning. The heat here is extreme. I will need something to pick up this melted metal. It is too hot. I cannot reach into it. Okay, wir brauchen irgendwas, um da ranzukommen. Was mit denen hier? Na, die kümmern wir uns gleich. Mal gucken, was es hier noch gibt. Den Polizisten mal fragen vielleicht, ob... Oh, was ist das? The grid cannot be removed. The weapon is nowhere to be found. Okay. Den vielleicht mal fragen, ob da irgendwie was Mr. hat. Holmes? Nein. Das ist wie jeder andere. Also Oder in nicht der Watson Held. fragen. Irgendwie, dass wir da an dieses Metallding da rankommen. What should we do next, Holmes? Was ist denn das? Guck mal hinter dem Watson. Da ist ein Hebel an der Wand oder irgendwie sowas da hinter ihm. Okay. With the steam on, I'm unable to see even a few feet away. Okay. Den kannst du aber untersuchen, ne? Kann ich nochmal benutzen, damit der Dampf jetzt wieder weggeht. Aber der gilt nicht als untersucht. Der ist nicht grün. Ich denke schon. Ach, G. Newell and Sons, Steam Specialists, Seattle, WA. Aber der... Nee. Gehen wir da raus aus der Ansicht? Kann man... Es gilt der jetzt als untersucht? Ja, jetzt. Okay. Ja, müssen wir nur noch irgendwas finden, wo wir dieses Metallding da rauspiddeln können. The brazier is still burning. The heat here is extreme. I will need something to pick up this melted metal. Wahrscheinlich mal den Typen da draußen fragen. ja, reden wir erstmal mit denen. Ja. It's horrible. So Rodney, he's dead. Can't we speak about it somewhere else? Klar, Nein. Knast. I'm in shock. I don't want to talk. It's horrible. I can't talk at the moment. Okay, die sagen alle Ähnliches. Dann... Also ist hier... Guck nochmal nach links, bitte. Ach ne, das sind nur diese Dampfdinger, da, diese Löcher. Okay, alles klar. Wir könnten nochmal hier diesen komischen Blick einsetzen. Und den anderen. Aber... nicht so aus. Ne, ne. Okay, noch tappen wir im Dunkeln. Naja, nee. wir haben jetzt einen Schlüssel, da können wir schon mal gucken, wozu der gehören sollte. Und Vielleicht zu der Tür, die müssen wo noch du das- gerade eben rein wolltest.
Metall aus dem Dingern zu holen. Frag den mal nach einem. Vielleicht hat der was Spitzes oder was. How many people have keys to the steam room? We have just the one key for now, which Sir Gregory gave to me. So, this morning you opened the steam room, and then? I put the key inside my desk, but when they called, I couldn't find it. It had disappeared. I don't know where it is. Did you leave the baths at any time, or receive any visitors? No, sir, I did not. Das morgendliche Telegramm. Entweder das You oder... are not telling the truth, Mr. Phillips. You left your work this morning, and you went to the post office, where you dispatched a telegram at around 7:30. But how could you... No, The telegram was for someone in Manchester. Mr. Holmes, it's I'll tell you everything. I left the baths at 7:20. My sister wrote to me yesterday, and she needed a reply, or our mother is unwell. I was away for 20 minutes, and I closed the baths on my way out. Did you receive a reply from your sister? No, she wasn't meant to. I just told her to pawn my old school uniform so that she could pay for the medication. Did you check to see if the key was still in your desk when you returned? No, I didn't. Please, Mr. Holmes, don't tell the police about this. Sir Gregory would give me the sack. I need this job. I see. There is a bottle of champagne on ice in the changing room. Do you have any idea who left it there? There is? Are you quite certain? I didn't pay any attention. Do you believe that it's important? Offensichtlich. Ja gut, aber wir brauchen jetzt immer noch was Spitzes. Oder irgendwas, wo man da aus dem Feuer paddeln können. Mr. Holmes, I should like to take the suspects to the yard. You can interrogate them there. Any objections? Nö, eigentlich nicht, oder? Eigentlich nicht. Weil es ja eigentlich egal, ob wir die hier oder None, da Miss befragen. Strad. Persönliche Gegenstände untersuchen. Was waren da persönliche Gegenstände? Was? Auf der Polizeistation in dem Dingens, wo wir es immer machen. Hier in dem Raum konnten wir die ja nicht untersuchen. Aber guck mal, ob der Schlüssel für die eine Tür, wo du als erstes rein wolltest, funktioniert. Ja, Fragen. Ja, das müssen wir gleich beim Verhör alles machen. So, hier ging es in den Dampfraum, ne? Genau, geh mal gegenüber in die Tür. Nicht in die, das ist raus. Vielleicht geht da der Schlüssel jetzt. Aha. Was steht da? Bentcliffe. This area serves as Sir Rodney Bentcliffe's workshop. Ah ja. Ah, guck mal, da ist schon eine Zange. Ja, hier hätten wir auch eine Zange, ne? Tools used by archaeologists in their research. I will need these tongs. Aha, da haben wir doch schon mal was. Was ist denn noch? Ein Dokument. Diese Metallplatte ist nicht nur vor archäologischem Interesse, sondern scheint auch Teil von etwas Größerem zu sein. Im Moment kann ich jedoch nicht genau sagen, um was es sich dabei handeln könnte. Ist da noch was? Archaeological findings. Old clay pots with numbers inscribed upon them. Okay. Ja, aber sonst lässt er uns doch immer automatisch Warte hier mal, raus. geh noch mal auf das Ding in der Mitte. Da.
versuchen. Ah ja. Was ist das? Konntest du das nehmen da gerade, ne? Dreh mal um. So, jetzt steht daneben. A shape has been cut in the plate. What should be done with it? Zack, der lässt einfach alles mitgehen, Jungs. Alles unsers. So, dann gucken wir hier nochmal. Oh, wichtige Dokumente. Mein werter Freund, ich möchte im kommenden Monat eine Pressekonferenz in den Thermen von Strand Lane abhalten. 1893 war ein bemerkenswertes Jahr für meine Arbeit in Ägypten, doch jetzt ist es an der Zeit, mich auf die englische Archäologie zu konzentrieren. Es gilt, unsere nationalen Schätze ins Rampenlicht zu stellen und der Öffentlichkeit zu präsentieren. Bei dieser Pressekonferenz will ich möglichst viele Journalisten sehen und sie sollen wohlwollend darüber schreiben, da wir sie auch äußerst gut behandeln werden. Daher werde ich meinen alten Freund Lord Blackmore ansprechen und die Sondermittel des Königlichen Archäologischen Instituts für die Veranstaltung nutzen. Sir Rodney Bentliffe. Kannst du da runtergehen, bitte das Forschen? Oder noch? Das war das andere Dokument, was wir Ach so, gerade eben okay. gefunden haben. Okay, jetzt haben wir hier eine Zeitung. Oh Gott. The Daily Es gibt nur Ja. wenige Menschen, die den Namen Sir Rodney Bentliffe nicht kennen. Er ist ein Gentleman, der an Reichtum, Bekanntheit und Tatendrang seinen feinsten Zeitgenossen in England in nichts nachsteht. Er ist nicht nur äußerst intelligent, sondern in selben Maße charmant, wie die jungen Damen des europäischen Adels nicht müde werden zu wiederholen. Er hat hervorragende Beziehungen zum House of Lords und durchaus Einfluss in der Welt der Politik. Nicht wenige würden ihn als übertrieben perfektionistisch und autoritär bezeichnen. Wir würden eher sagen, dass Sir Rodney zielstrebig und willensstark ist. Wenn er sich bei einer Ausgrabung einbringt, ist der Erfolg für alle Beteiligten garantiert. The Times. Wundersame Fortsetzung der Ausgrabung in den römischen Thermen von Strand Lane. Die Ausgrabungen in den Thermen standen schon kurz vor dem Aus, als wie aus dem Nichts der Retter auftauchte. Sir Rodney Bentliffe. Sir Rodney hat die Kontrolle über die Arbeiten übernommen und behauptet, dass in den Thermen der Schlüssel zu einem großen Geheimnis zu finden ist. Alle weiteren Neuigkeiten in dieser aufregenden Sache erhalten Sie bei uns. Ja, einen Schlüssel haben wir gefunden. So gesehen. Aber ansonsten scheint hier nichts mehr zu sein, oder? Ah doch, da noch. Archaeological findings. Old clay pots with numbers inscribed upon them. Was haben wir denn hier noch alles? Ein Regal. Halt. Kasten. Glass plate negatives. A remarkable method for recording ancient civilizations. Okay. Schauen wir doch mal rein. It is a glass plate negative of an Egyptian statue. Ist jetzt jede einzelne untersuchen? Nee, ne? Nee, die war nur auffällig, weil A die glass plate negative heller is ist als die missing. anderen. Eine fehlt. Okay, das war schon das Regal. Ja, dann haben wir hier alles, ne? Ich würde sagen, ja. Gehen wir da raus, gehen wir gucken, wo es da hingeht. Was haben wir hier? Alles klar. My God, are you all right? I wonder how this could have happened. Yes, it is somewhat treacherous. Fortunately, I am unscathed. To where does this corridor lead? To the Frigidarium.
The coal room. Barely unscathed and by a very small margin. And treacherous is an understatement. Aha. Gucken wir uns die Trümmersteine doch mal an. Those stones weigh tons. We won't move them. It does not matter. If our investigation requires it, we shall ask for them to be removed. Okay, das heißt, wir werden auf jeden Fall den Gang wohl freiräumen lassen müssen. Naja, außer wir lösen den Fall ohne das. Ja, ich weiß noch nicht. Das bleibt abzuwarten. Frigidarium, abgeleitet von Frigerator. Abkühlraum. Ja, wollen wir mal gucken, dass wir das Ding da hier noch rauspeddeln. Halten. I should analyze this melted metal. Tatort und Thermen untersuchen abgeschlossen, jawohl. Ja, da würde ich sagen, machen wir hier ein Folgenende auch draus, ne? Bevor wir jetzt wieder zurück... Was? Jetzt schon? Ja, die Folge ist schon durch. Schnell zur Tür, bevor er ausmacht. Ja, ich würde sagen, ja, bevor du jetzt zurückgehst, machen wir mal ein Folgenende. Schauen wir mal schön auf den Brunnen da in der Mitte gleich. Erstmal gucke ich mir hier nochmal an. So, den haben wir noch kennengelernt. Und das haben wir noch zu tun. Verdächtigen verhören, die Gegenstände untersuchen. Ja, gut. Ja, dreh ich mal um. Genau. Schön. Nice Screenshot noch. Sehr schön. Und damit würde ich sagen, beenden wir hier diese Folge des dritten Falls in den Thermen. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Hoffen, dass euch das Ganze gefallen hat. Ihr wisst, wie es funktioniert. Kommentieren, bewerten und natürlich auch gerne ein kostenloses Abo dalassen. Vielen Dank dafür. Und dann sehen wir uns, würde ich sagen, in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüssi.